Normalerweise steht hier ein Moderator und das hat jetzt einen Grund, warum ich hier sitze. Ihr hört es vielleicht so ein bisschen. Wir haben die liebe Maria an Bord, Maria Biesinger. Herzlich willkommen. Und es ist so ein bisschen doof im Ton. Es ist echt doof zu verstehen, ne? Es hat sein, ja, es hat seinen Grund, genau. Es ist ganz schön fies. Wenn Technik spürbar wird, heißt dein Ja. Vortrag, es ist kein Vortrag, es ist ein Workshop, es ist ein Mitmachding. Ja, Es geht um es Sinne. entwickelt sich. Es entwickelt sich und es entwickelt sich vor allen Dingen mit allen Sinnen. Ja, Okay, und jetzt stehe ich dann trotzdem noch mal genau. ganz kurz auf. So, Mein Leitsatz ist, gute Räume machen Kommunikation lebendig. Das finde ich mache ich jetzt seit über 20 Jahren. Für mich ein Leitsatz, den ich immer wieder meinen Kunden nahebringe und sage, wir müssen Räume so gestalten, dass sie für eure Funktionalität und auf eurem Gebiet funktionieren. Und weil wir auf der Technikmesse sind und ich auch sehr viel Büros und Konferenz- und Videotechnikräume mache, ist das mein Hauptschwerpunkt heute. wunderbar. Wie man Bisschen. sich wohlfühlt im Raum, Ja, darum geht's. Und ja, ich bin um gespannt, unsere warum. Sinne. Und ich weiß natürlich, warum hier ganz viel steht, aber ihr werdet es auch gleich wissen. Ja. Schön, dass ihr da seid. Die da sind, sind immer die Richtigen. Richtig. Wahrscheinlich, weil es heute schon etwas später ist. ähm, Mein Name ist Maria Biesinger, ich bin Innenarchitektin, beschäftige mich seit über 20 Jahren mit Räumen und betrachte vor allem die Sinne. Für viele ist das eher was Unterbewusstes, ist es auch, aber man kann mit ganz vielen Kleinigkeiten einen Raum so gut machen, dass er auch mit wenig Hilfsmitteln funktioniert. Achso, ich habe ja das hier. Entschuldigung. Ah ja. Wie fühlt sich der Raum an? Wir sind heute eigentlich in einem Raum, wo ich sagen würde, um Gottes Willen. Viele würden sagen, die Halle geht doch noch. Für uns ist es eigentlich so das Schönste, wenn ich einen Vortrag halte, wenn ich so einen Raum vor mir habe, weil ich alles gut erklären kann, was hier außenrum passiert. Ich wusste nicht genau, was auf mich zukommt. Beim letzten Mal war es ähnlich und da hatten wir ein bisschen einen abgetrennteren Raum. Aber hier ist es ja wirklich so, hier habe ich so viele Eindrücke, dass ich mich sehr konzentrieren muss auch. Auch als Sprecher hier vorne. Also ich sehe alles hier drumherum und eigentlich sitzt mein Publikum hier und im rückwärtigen Bereich wäre ich von Bild, Ton, Rauschen, Gerüchen zugepflastert sozusagen, kann man schon so sagen. Und das ist in einer Videokonferenz oder überhaupt in einem Meetingraum das Wichtigste, einen guten Meetingraum, eine gute Grundlage zu haben, um ein gutes Gespräch zu führen. Kommunikation ist wirklich alles. Und das Empfinden hier für mich ist schon, ich fand es gut, ich war relativ früh hier, ich habe mir meine zwei Vorträge schon angehört und dann hat man sich so eingestimmt auf den Raum. Ich habe mal mich beschäftigt mit den 5 Sinnen und wie schnell wir eigentlich einen Raum erfassen. Also das Sehen dauert weniger als 0,2 Sekunden. Also das Sehen ist der erste Sinn, den wir für uns haben. Und es ist auch das erste Empfinden. Natürlich spielen alle Sinne zusammen die Rolle, aber das Sehen ist das Wichtigste, was wir bei uns haben. Und wir finden immer wieder, also ich baue nur im Bestand, also ich baue ausschließlich Büros und Hotels im Bestand. Und wir finden wirklich Räume vor, wo wir sagen, Wahnsinn, wie können die dort arbeiten oder wie können die dort kommunizieren, wenn wir sagen, das linke Beispiel, das Licht, es fängt mit Licht an, es fängt mit Wänden an, es fängt mit Oberflächen an. Also spielt alles eine Rolle. Und für uns ist es wichtig, gerade bei Videokonferenzen, deshalb fand ich es eben auch mit der Technik, da kommen wir aber noch zum Hören, spannend, zu sehen, was heutzutage geht. Ich weiß noch nicht, ob wir es hinkriegen, Räume so zu machen, vielleicht ja irgendwann mal, dass die Farbe sich ändern kann, wenn ich in den Raum komme und speziell dann eine Konferenz nur das Thema habe, um uns darauf einzustimmen, dass vielleicht nur diese Farbe jetzt vorherrscht. Weiß ich noch nicht, ob wir Farbe an Wänden ändern können, vielleicht. Also Licht macht es schon möglich, ja, aber so Stimmt. ganz, Fernseher können das ja auch schon im Hintergrund. ja, es ist schon verrückt. Aber es geht gar nicht unbedingt darum, sondern es geht eigentlich darum, für gute Konferenzen oder Videokonferenzen oder Meetingräume ruhige Räume zu schaffen, ein weiches Licht zu schaffen,
Das macht was mit dem Gesicht auch. Also das Licht hier ist für Gesicht so semi. Es macht sehr, also wahrscheinlich sehr hart hier vorne, was so drauf strahlt. Macht sehr viel Schatten. Es ist kein weiches Licht. Hier unten, unsere Gäste sehen wunderschön. Also die haben viel weicheres Licht. Gut aus. Und auch mal, das Wichtige ist auch, dass es unterschiedliche Lichtquellen in Räumen gibt. Sage ich immer wieder. Es gibt so, also was ich liebe, sind in Räumen Wandlampen. Damit kann man ganz weiches, schönes Licht machen, um zu sagen, ich komme in den Raum rein, da muss noch nicht alles brechend hell sein, sondern ich komme erst mal an und sage, dann mache ich mein Licht an. Aber dann möchte ich gerne ein weiches Licht haben. Und das machen Wandleuchten am allerbesten. Unterschied hier, also es sind unterschiedliche Lichtszenen auch zu machen. Gerade wenn ich eine Präsentation oder Videokonferenz habe, sollte das Licht dimmbar sein, dass man einfach mal sagt, okay, der Fokus ist mehr auf den Bildschirm gerichtet oder der Fokus ist mehr an einer Wand gerichtet, damit man, und ich sage auch, also für mich zumindest, ich setze es meistens so um, ich hätte immer gerne mindestens 3 Lichtkreise, die ich dimmen kann, wo ich unterschiedliche Lichtszenen bauen kann, Wandleuchte, Deckenleuchte, indirektes Licht, direktes Licht, um einfach einen Raum super auszuleuchten, um das Beste eigentlich rauszuholen, auch fürs Gegenüber. Also wer dann an einem anderen Ort sitzt und eine Videokonferenz hat, der sieht einem einfach auch besser. Also jetzt habe ich mal noch was mitgebracht. Links ist wirklich ein sehr krasses Beispiel. Das ist in Los Angeles ein Büro. Das habe ich mir wirklich mal bewusst rausgenommen, weil ich mir nicht vorstellen kann, oder das ist so das krasseste Büro, was ich kenne, wo eine Videokonferenz stattfinden soll. Von der Farbigkeit, von den Oberflächen, extrem schallhart. Da kann ich Technik reinbauen, wie ich will. Auf der anderen Seite kommt da wirklich, glaube ich, nichts an. Also für mich unvorstellbar, deshalb fand ich es mit dem Mikro gerade so schön. Ne? Vielleicht kriegt er das ja dann hin, dass auf der anderen Seite das top ankommt, aber im Raum selber kriege ich es ja gar nicht dann so hin, wie ich es gerne hätte. Ich komme da rein und es ist alles schallhart, die Oberflächen sind glatt, ich habe eine Wahnsinns-Hallzeit und wir sagen immer, oh, es muss nicht unbedingt ein Teppich sein, aber es gibt mittlerweile so gute Bodenbelege, die auch wischbar sind, die eine gute Akustik haben. Das finde ich viel wichtiger. Also auch am Boden eine gute Akustik zu haben, ist wichtig. Decke immer mit Akustik zu machen, ist eigentlich ein Nonplusultra und da muss ich leider als Innenarchitektin auch immer sagen, da muss ich meine Architekten manchmal schimpfen, wenn sie neu bauen, weil unglaublicherweise Fenster mit Deckenglas, also die praktisch raumhoch sind, so schön sind und dann habe ich eine Betondecke und ich muss eine Akustik reinbauen. Das heißt immer für alle, bitte uns ganz früh mit einbeziehen. Also leider kommen wir immer dann oft, wenn es zu spät ist. Und dann sagt man immer so, jetzt macht mal was draus. Ich habe auch mal die Farben so mitgebracht, um einfach mal zu sagen, welche Farben sind super für die Optik und fürs Gesicht auch. Also uns geht es ja auch darum, dass ich nicht möchte, wenn ich meinem Gegenüber da sitze, dass ich irgendwie vielleicht auch krank ausschaue. Es portiert ja auch was in meinem Kopf. Sieht der Mensch krank aus? Was macht das mit jemandem? Oder sieht der sehr hart aus, vom Licht her einfach. Also es macht mit Farben kann man wirklich ganz viel machen. Wir sagen immer Moodboards dazu. Ich habe mal so ein Moodboard gemacht, auch wenn das vielleicht im ersten Augenblick ein bisschen langweilig ist, aber es tut was für einen Raum. Es tut einfach was für einen Raum, weil bunt, sage ich mal, wird es von alleine. Wir sitzen ja auch da drin, wir unterhalten uns, wir bringen einen Laptop mit, dann ist mein Bildschirm an. Das sind ganz viele Sachen und auch ganz witzig, das ist ja auch hier so, die vorwiegende Farbe, ich weiß, wir Architekten und Innenarchitekten lieben, ist auch schwarz. Ist eigentlich eine Non-Farbe für Bild und Sehen, weil es alles schluckt. Vom Licht im Gesicht. Also man sieht, die meisten Architekten, ich habe mich heute extra nicht so angezogen, tragen ja auch noch einen schwarzen Rolli von einer schwarzen Wand und dann sieht man immer nur noch den schwarzen Kopf und unten drunter nichts mehr. Und man sieht immer so einen bewegten Kopf und sagt so, komisch. Das sieht einfach komisch aus. Also deshalb, schwarz ist eigentlich eine Non-Farbe für einen Kommunikationsraum. Deshalb finde ich es auch, aber unsere Messen sind genauso. Alles ist schwarz.
Ja, diese Farben sind schon immer. Hören ist das zweitschnellste, was wir haben an Sinneneindruck. Es ist ein bisschen mehr Zeit, also es ist eine Viertelsekunde, ist jetzt nicht so viel mehr Zeit, aber Hören ist auch was Elementares. Das haben wir vorhin ja schon ähm, gemerkt mit dem Mikro. Das fand ich auch sehr spannend. Und hier geht es wirklich um Oberflächen. Wie sind meine Oberflächen? Was passiert mit Oberflächen? Also alles, was hochglänzend ist, für Tische oder so, alles, was schallhart ist für Böden. Ähm, Im Moment ist es ja auch sehr angesagt, viele kleine Kommunikationsinseln in Büros zu bauen, die teilweise voll verglast sind. Und dann kommen die Leute da rein und sagen, die Akustik ist aber nicht so schön, was machen wir denn jetzt? Und dann sage ich, naja, wir müssen es umbauen. Es wird von vielen Anbietern mittlerweile als komplette Boxen angeboten. Die sind sehr gut auch, aber es gibt auch wirklich welche, wo ich sage, ich sitze dann in so einer Glasbox drin und habe halt von allen möglichen, also es ist einfach das Raumgefühl furchtbar. Umgekehrt ist genauso, ein toter Raum funktioniert auch nicht. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand richtig im toten Raum war. Das ist sehr cool, also ich fand es sehr beeindruckend, das finde ich sehr spannend. Hilf mir, was ist ein toter Raum? Ohne Geräusche. Oh ja, war ich schon mal an der Uni Dresden. Die Im, Uni, Im ja, stillsten Raum der ja, Welt. genau. Okay. Und das ist echt verrückt, wenn man da drin steht. Es ist sehr unangenehm, also auf dem Körper. Unwirklich. Ja, und ich finde das zum Beispiel echt was man sofort empfinden kann. Ne? Also das ist so ein sofortiges Empfinden. Ein toter Raum, genauso wie ein lauter Raum, ein sofortiges Empfinden hat. Und kurze Zusammenfassung dazu. Technik kann top sein, ich kann alles Mögliche reinbauen, aber die Grundinnenarchitektur muss einfach zur Technik passen. Also ich hatte bei meinem letzten Vortrag einen Hersteller für Mikrofone, der hat auch zu mir gesagt, das ist eigentlich unfassbar. Die bauen dann Räume und wir denken, wenn ich jetzt ein Mikro reinhänge, ist alles schick und der Raum funktioniert. Nein, der funktioniert nicht, weil er kann nur so gut sein, wie der Raum gut ist. Also die Akustik macht es wirklich aus. Ein ganz kleiner Tipp an alle, das finde ich immer ganz lustig, das ist immer so, wo ich sage, macht es doch einfach, wie bei Oma früher. Nehmt doch so einen kleinen Untersetzer hier, legt den auf eine Tasse und schon habt ihr das Problem nicht mehr, dass man ganz vorsichtig seine Tasse draufstellen muss während einer Videokonferenz oder während eines Meetings. Das ist ganz die einfachste Lösung. Ich finde immer wieder eine schöne Lösung. Weil, oder wir haben ja auch ganz oft so Plastikbecher, keine Plastikbecher, das ist auch so ein Unding, wo ich sage, stellt Gläser hin mit einem Untersetzer, man hat ein ganz anderes Gefühl, auch man wird nicht abgelenkt. Also das finde ich eine schöne, einfache Lösung. Und wenn man eben keinen so einen Untersetzer hat, nimmt man eine Serviette. Aber man löst sofort das Problem. Riechen. Riechen finde ich auch immer sehr schön. Riechen ist ein Sinn, der wenig Aufmerksamkeit hat, aber eigentlich das Größte auslöst im Kopf. Mehr sage ich nicht. Ich glaube, mehr muss man auch nicht sagen. Und ich finde, das auch was sehr Wichtiges, gute Luft in einem Raum merkt man nicht, schlechtere Luft merkt man immer. Wichtig ist, ich finde für mich immer, also rein von der Planung her, planen wir Konferenz- oder also Konferenzräume schon immer mit Fenster. Und wenn es innenliegend sein muss, dann mit einer sehr guten Lüftungsanlage, gute Lüftungsanlage einbauen. Und dann heißt es aber, bitte warten, auch die Filter warten. Weil wir kommen manchmal nach 5 Jahren, da war noch nie einer und hat einen Filter getauscht. Und man wundert sich, warum funktioniert es nicht? Ja, also das ist sehr, 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 sehr wichtig. Den Apfel habe ich extra mal hingelegt, sind Bio-Äpfel aus dem Thüringer Wald. Das ist sozusagen unser nächster Sinn, den wir haben. Riechen gehört eigentlich auch noch ein bisschen mit zum Apfel dazu, weil die riechen auch gut. Und schmecken ist das nächste, was wir haben. Auch wenn man es nicht für möglich hält, man schmeckt auch einen Raum. Also man kommt rein und Riechen und Schmecken funktionieren ja zusammen. Und das ist jetzt das, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe. Ein Wasser aus einem Kunststoffbecher habe ich wirklich bei einer großen Firma immer noch, bis heute stehen diese Becher da.
Wenn wir als Gäste, egal wer kommt, stellen die diese Wegwerfbecher hin. Ist für mich ein Unding, weiß ich nicht, wie das heute noch geht, ist aber so. Große Firma. Und ich sage dann immer, nehmt doch Gläser. Es schmeckt auch anders und man hat auch nicht das Geräusch, sondern es ist einfach angenehm. Ne? Und das Schmecken in dem Raum funktioniert über Luft, übers Riechen. Man schmeckt auch einen Raum. Also hier drin habe ich ja auch viele Gerüche und vieles geht über unsere Sensoren und man schmeckt dann auch den Raum. Ich finde, es hier ist echt okay. Den Raum finde ich gut. Vorhin, als ich reingekommen bin, habe ich so gedacht, aber jetzt ist gut. Vorhin gab es mal einen Kaffee, fand ich auch gut. Also das ist so ist er wirklich, so vom Geruch her finde ich den sehr angenehm. Und Tasten ist auch was sehr Spannendes. Ich finde ja, hier ist alles vorhanden, was ich nicht haben will in dem Konferenzraum. Die sind natürlich hier für Räume super, aber wir verwenden immer gepolsterte, egal ob es jetzt mit einem Leder oder Kunstleder oder mit einem Stoff ist, gepolsterte Stühle. Es tut einmal was für die Akustik in einem Raum, immer. Und die Haptik ist einfach eine andere. Also die Oberfläche zum Anfassen ist einfach was anderes. Und es gibt ja auch ganz tolle Stühle, die ganz viel Geld kosten und trotzdem super haptisch unbequem sind. Und ich sage dann immer, man muss irgendwie so einen Kompromiss finden. Es muss oft praktisch sein. Die sind natürlich hier praktisch, auch wegen Verschmutzung und so. Aber ich sage, ein kleines Sitzpolster wäre schon ganz nett, auch für die Gäste. Also ich finde Sitzen auf Sitzpolstern dann auch immer. Es tut was für den Raum in Gänze. Wir vermeiden in Konferenzräumen, weil das ja auch eine Zeit lang sehr in war, verchromte Sachen. Ist so ein Ding, wo wir sagen, wahrscheinlich wird es auch bald nicht mehr sein. Es spiegelt sehr. Es gibt auch Stoffe, die nicht funktionieren. Aber bei der Haptik ist wirklich so ein Raum zu erfüllen, ist so der allerletzte Sinn, den wir haben. Wo habe ich meinen? Also. Und hier ist nochmal meine Zusammenfassung dazu. Man kann natürlich auf alle Sinne noch viel mehr eingehen. Das ist mal so eine kurze Übersicht, was wichtig ist. Nur wenn wir einen Raum gut und funktionell machen, dann funktioniert auch die Technik, die wir verbauen. Ich liebe Technik. Ich finde das total spannend hier auch. Ich finde das total super. Ich bin auch sehr gespannt, wo für uns die Reise mal hingeht. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass Räume ganz verschwinden und wir nur noch in einer Blackbox sitzen und alles nur auf die Wände projiziert wird. Vielleicht ist es ja mal so, aber es wäre schon komisch, fände ich. Also einen Raum zu fühlen oder zu riechen und zu schmecken und hören und sehen, das ist das, was uns als Menschen ausmacht. Es macht halt das Menschliche. Und ich finde so, die Kommunikation ist super, wenn das drumherum ist und es macht uns Menschen aus. Ganz kurz noch dazu, das habe ich beim letzten Mal, weil es mehr um Bürotechnik ging, gesagt. Es ist wirklich so, gibt Studien, dass durch gute gestaltete Räume auch der Krankenstand sehr viel niedriger ist. Also wir hatten einen Workshop gemacht für die Führungsebene. Heute ist das ja doch, es gibt immer noch Führungsebenen. Muss ich immer vorsichtig sein, aber es ist wirklich so, dass es macht keinen Sinn zu sagen, ich mache einen Arbeitsplatz nicht gut genug, weil ich damit auch meine Menschen einfach anspreche, meine Mitarbeiter anspreche und den Krankenstand wirklich erheblich niedriger mache und die Produktivität erhöhe. Das fand ich wirklich nochmal wichtig. Dankeschön. Kurz und knapp. Nonverbale Kommunikation hat gerade funktioniert. Großartig. Vielen Dank. Das war ein Ritt. Ich mache das mal ab. Oh. Verstehst. Ja, wunderbar. Ja, gibt es Fragen? Ich habe ganz viele, tatsächlich. Und zwar an euch. Welches ist euer Lieblingssinn? Welches ist der für euch wichtigste Sinn? Schwierig. Ja. Was denkt ihr, wenn ihr auf die Gesellschaft guckt? Ich komme mal zu dir. Welches ist der wichtigste Sinn? Sehen. Warum? Naja, weil ich gehe ja in den Raum und als erstes schaue ich mich ja um. Und ich kann ja in den
keine Ahnung, 0,2 glaube ich, kann ich ja entscheiden, ob ich den Raum mag oder nicht. Somit finde ich Sehen am wichtigsten, weil wenn ich den Raum nicht schön finde, mag ich den Raum nicht. 30% der Leute sind visuell. Ja, Tatsächlich. Ne? Also das ist der erste Eindruck. Du hast es ja auch gezeigt. Ja. Man ist da am schnellsten mit dem Sinn connected oder eben auch nicht. absolut. Die meisten Leute gucken. Es muss schön sein. Das hat ein ganz großes Satz falsch angefangen. Satz falsch angefangen. Also wenn man... Ich finde den Satzanfang nicht. Die Optik ist die Wahrnehmung als Mensch, also das optische Wahrnehmen ist wirklich das Wichtigste oder Elementarste, glaube ich. Also es kann ja auch hässlich sein. Nee, es kann nicht hässlich sein. Es muss ästhetisch sein, weil wir... Jetzt habe ich's. Weil wir alle einen ästhetischen Sinn haben. Sehr subjektiv. Sehr subjektiv. Aber wir alle haben es in unterschiedlicher Ausprägung. Du bist jetzt sehr visuell unterwegs gewesen, Ja. hast ja vorhin auch schon Ja. so ein bisschen zurechtgerückt. Nee, das passt nicht so ganz, da muss irgendwie noch das Orange mehr raus. Ja, dein Anspruch an Ästhetik ist Ja. extrem hoch und deswegen ist es auch gut, dass du mit Steelbox als Architektin unterwegs bist. Was sind eure Sinne, die wichtigsten Sinne für euch? Ist es auch das Sehen, das Hören, Gucken auch? Ja. Gucken? Ohr? Ja. Oh ja, ist wirklich. Und es ist tatsächlich ja nachgewiesen, dass man Menschen riechen kann oder nicht riechen kann. Und Man es hat, sagt das ja immer so, genau. ich kann den riechen. Und es ist so. Also das ist wirklich so. Das ist wirklich, und ein Raum ist genauso. Ich kann den riechen, so ein Raum. Ne? Genau, man kann auch alle Menschen danach einschätzen, welchen Hauptkanal sie haben. Wir sagen, ich kann das nicht mehr hören oder ich kann das nicht mehr sehen oder ich ertrage das nicht mehr. Ich kann das nicht begreifen. Ne? Also wenn wir reden, reden wir mit unseren Sinnen. Deswegen fand ich das alles so spannend, wie du das hier aufgebaut hast. Mit schön, dass du da bist, das habe ich mir mal abgeguckt. Wenn ich ein Video mache in meinen Kanälen, da möchte ich auch gleich noch was zu sagen, dann sage ich mir, schön, dass du da bist. Ach, ehrlich? Ja, das ist eine gute Begrüßung, weil man sagt Hallo Ja. und so weiter. Fand ich prima. Bunt wird's von alleine. Das Ja. fand ich ein schönes Ding. Magst du das noch mal kurz ausführen? Typisches Beispiel hat vielleicht nicht unbedingt Konferenzraum oder Büros zu tun, Kindergärten. Mein Lieblingsbeispiel. Wer plant Kindergärten? Architekten. Jetzt bin ich wieder beim Mann, ganz häufig Männer. Und ich habe mal einen Kindergarten, der gerade 5 Jahre alt ist, wurde ich gefragt, weil ich Mama war dort auch mit meinen Kindern, ob wir nicht was ändern können, weil die Kinder sind immer so laut und es ist ganz schrecklich. Und dann habe ich gesagt, ja, ist doch klar. Wieso? Das ist zu bunt. Warum macht man Kindergärten bunt? Ich verstehe es nicht. Der Boden in jedem Raum, da war ein roter Linoleum, da ein gelber, da ein blauer, da ein grüner. Jetzt kommen da drauf bunte Steine, bunte Spielsteine. Wie sollen denn die Kinder normal ruhig werden? Das geht doch gar nicht. Das ist überhaupt nicht möglich. Die werden so aufgedreht, die haben keine Grundlage. Was haben wir gemacht? Wir haben einfach den Boden geändert. Wir haben einen kompletten neuen Holzoptikboden reingelegt. Die Kinder finden es toll. Und du siehst auch mal Steine und nicht alles. Also du brauchst ja eine Fokussierung. Also Kindergärten bunt zu machen ist eigentlich Quatsch, weil die werden bunt von alleine, sage ich immer. Werden bunt von alleine. Und selbst wenn die Kinder malen und ihre Bilder an die Wände hängen, ist es doch toll. Ich muss doch nicht noch eine Farbe an die Wand dort machen. Genau, also zurückhaltende Farbgebung plädierst du für? Ja, finde ich. Ich versuche wirklich reduziert zu sein in Farbgebung. Ganz oft haben wir natürlich Corporate Identity, was wir schon berücksichtigen müssen. Gibt es auch krasse Corporate Design. Ja, also es Identity gehört ja. kannst du mir nicht verkaufen. Du Ja, kannst mir das aber Design verkaufen, zusammen. aber nicht die Identität. Ja, ja, gut, ja, Corporate Design. Aber dann sagen wir immer so, zurückhalten ist in Ordnung. Es darf auch mal eine ganz gelbe Wand sein oder so, aber nicht zu viel, weil das überbordet einen vom Sehen einfach. Das ist, Und wenn wir jetzt an Medientechnik denken, du hast vorhin gesagt, beim Geruchssinn, da hast du aufgehört, mehr sagst du dazu nicht. Nee. Ist der am nachhaltigsten wirkende ja, Sinn? ist es. Magst du trotzdem noch mal ein bisschen ausführen? Ehrlich? Ja, bitte. Ich sag mal so Autobahntoilette. Es ist ja immer so, wo ich sage, ist so das Beste. Oder eigentlich in allen Restaurants oder Hotels, man immer auf eine öffentliche Toilette gehen. Das ist, finde ich, der beeindruckendste Sinn. Und der kann die Toilette High-End und sonst wie toll sein. Wenn der Geruch nicht stimmt, gehe ich da nicht hin. Und die kann top gestylt sein, die kann mega hip sein oder sonst wie. Ich gehe rein und rieche und sage nein, danke.
Das kapiere ich. Wie würdest du es für Konferenzräume ausstatten? Wenn du sagst, frische Luft, gute Deshalb- Gespräche, ja, wenn nicht überall Frischluft möglich ist. Ich empfinde zum Beispiel diese künstlichen Gerüche als sehr häufig eben, Nicht schön, nein. die machen Kopfschmerzen. Ja, Wie kann ich das besser lösen? ganz einfach eine Tüte Bio-Äpfel kaufen, auf den Tisch stellen. Es ist ein toller Geruch. Ein Apfel ist eigentlich das Natürlichste, was wir haben. Also es gehen auch Kräuter oder so. Also Kräuter ist schwierig. Also es gibt so ein paar Kräuter, die funktionieren. Minze funktioniert eigentlich immer vom Geruch her, wenn man das in Räume stellt. Keine künstlichen Gerüche, nein. Äpfel funktionieren am besten. Äpfel, nehmt Äpfel. Wunderbar, großartig. Aber gute Äpfel, also nicht hier so, Gute Äpfel, ja, gute Äpfel. gute Äpfel. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen, Hinweise nach dem Überlegen jetzt von euch? Aber es gibt noch was ich auch gut finde bei Riechen. Kaffeebohnen. Kaffeebohnen funktionieren ja auch immer. In der Parfümerie verwendet man das ja, um zwischendurch Zu neutralisieren. zu neutralisieren. Das funktioniert auch. Und genau, wenn man Kaffeebohnen zum Beispiel malt oder Mehl malt, dann kann man damit Wespen vertreiben. Wenn man das anzündet. Entschuldigung, was kann man vertreiben? Wespen. Wespen. Oh. Wenn man das anzündet, Kaffeemehl, dann vertreibt man Okay. Wespen. Genau, das war Hab jetzt ich der was Tipp vom gelernt. Hausmann. Schön, dass ihr da wart. Nochmal einen Applaus.